Einfach mal eine Zeit lang in Paraguay leben. Wie ist das? Vieles ist gleich wie in Deutschland und vieles auch nicht. Begleite mich einen Tag in Paraguay mit dem Motorrad über Erdstraßen und ich erlebe schreckliche Schmerzen bei einer indigenen Heilerin. Außerdem gibt es hier Cocktailbars für Autofahrer. Also, viel Spaß beim Video. Na, Dicke? Ja? Oh, du kleiner Wulli. Dankeschön. Morgen. Ich bin noch richtig müde. Erste natürlich ist immer Mali. Mali kriegt immer zuerst. Na Mali, du kriegst immer zuerst. Mali, komm mal her. Also zuerst natürlich Hundefutter und danach bin ich dran. Ach, das ist so schön, dass die Limetten gerade reif sind. Ich meine, es ist ja ein morgendliches Ritual von mir, dass wir jeden Morgen, oder dass ich jeden, doch eigentlich wir beide, jeden Morgen Zitronensaft trinken mit Wasser. Und dann natürlich richtig geil, dass die jetzt reif sind. Die Art Limette heißt übrigens Limette Commun, also die wilde Limette sozusagen von hier. Und die hat einen viel fruchtigeren Geschmack, also fast orangig. Wir trinken Zitronensaft morgens, weil der alkalisch ist und dann der Körper basisch wird. Und das ist ja das Allerwichtigste. Ja, es gibt übrigens bei mir seit Wochen nur noch morgens Eier. Ich mache mir jeden Tag 3 Eier und ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Und warum das so ist, warum ich keine Kohlenhydrate mehr esse, das sage ich euch gleich. Ich muss erstmal die Eier fertig machen. Also ich esse dazu kein Brot. So. Meine Lieben. Ja, das ist seit Wochen mein Frühstück. Und warum mache ich das? Ich habe ein bisschen gelesen über Ernährung und über Metabolismus, über Bauchfett, über alles Mögliche. Und vor allem macht uns Fett Kohlenhydrate. Also weißes Mehl, Zucker, auch Haferflocken, dieser ganze Blödsinn, den wir morgens essen. Also so denke ich zumindest, kann ja jeder machen, wie er mag. Und ich habe mich entschlossen, dass ich einfach fast keine Kohlenhydrate mehr esse, generell nicht. Also warum sollte ich? Ich kann ja Gemüse essen, ich kann sehr viel Fleisch essen, ich komme damit sehr gut klar. Ist gut für meine Verdauung, ich bin auch Blutgruppe 0, ich kann viel Fleisch essen. Und so esse ich jetzt eben jeden Morgen 3 Eier und nichts anderes. Und damit bin ich dann auch satt, wenn ich jetzt morgens, ist jetzt so 8 Uhr, und wenn ich das jetzt esse, habe ich vor 1 Uhr auch keinen Hunger mehr. Da kommt auch keine Heißhungerattacke mehr. Würde ich jetzt Cornflakes essen, bin ich um 10:30 Uhr, 11 Uhr schon wieder hungrig. Und das ist der Unterschied. Außerdem ist es so, dass wir unser Bauchfett, also Fruchtzucker ist das Allerschlimmste oder überhaupt die ganzen Raffinadezucker, die werden direkt im Bauchfett angesetzt. Und das wollen wir ja nicht. So, und deswegen ist meine Entscheidung, dass ich einfach sage, okay, ich probiere es mal eine Weile aus. Ich lasse den Zucker und das Mehl und die Nudeln und die Kartoffeln und den Reis und diesen ganzen Kram einfach weg. Und esse seitdem jetzt seit 1.1. andere Sachen. Und glaubt mir, ich habe 2 Gürtellöcher verloren. Es geht mir viel, viel besser. Und ich mache auch ganz viel Sport. Aber da gehen wir hin, wenn ich gegessen habe. Ist auch ein Happen? Ja.
Was natürlich morgens nicht fehlen darf, ist Kaffee. Und es gibt endlich in Paraguay wieder richtigen Kaffee, also so richtigen guten Kaffee. Weil man fragt sich ja mal, Südamerika, Kaffee, kommt doch daher. Ja, schön. Der Weltmarktpreis ist aber so hoch, dass die Bolivianer, die Peruaner und andere, die Kaffee herstellen, auch die Kolumbianer, in ihrem Land ja keinen Kaffee haben, weil der über den Weltmarktpreis rausgekauft wird. Wir konnten mehr guten europäischen Kaffee geröstet kaufen in Argentinien als irgendwas aus Südamerika. Ja, also das ist schon ein bisschen traurig. Aber hier gibt's richtig guten und es macht, also wir machen ja auch hier auf Italienisch, ne? Also mit schönem Espresso und das macht richtig Spaß. So, jetzt noch ein Kaffee und dann geht's auf. Naja, eine der geilsten Sachen hier ist ja nur wirklich in Paraguay, dass man hier in der Kolonie ohne Helm Motorrad fahren kann. Ich meine, ich fahre natürlich total langsam wie mit dem Fahrrad. Es sind nur Erdstraßen, es gibt keinen Verkehr. Es ist schweineheiß, es fahren alle ohne Helm. Und wie soll ich sagen, es ist von der Fortbewegung her einfach am coolsten, weil es ist mit dem Fahrtwind irgendwie auszuhalten, weil im Auto ist es partout nicht auszuhalten. So, und jetzt fahre ich, ist es gar nicht weit, also jetzt geht's zum Sport. Sport ist so, also ich habe so lange keinen Sport gemacht, 2 Jahre lang im Bus. Und irgendwie, naja, immer mal so sporadisch mal so ein paar Liegestütze oder so und ich sah schon aus wie Elon Musk, ja. Naja, habe ich gesagt, muss jetzt mal was passieren. Und seitdem Alessandra weg ist, mache ich mich schön für sie. Und damit, wenn sie wiederkommt, ich ein absoluter Adonis bin. So, ich muss jetzt mal Konzentration machen. Hier kommt Zuckersand. Das geht mit einer Hand nicht. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Also, ich mache mich zum Adonis, um meine Frau zu überraschen. Und deshalb Sport. Ja, und deshalb halt auch die Ernährungsumstellung, weil ganz im Ernst, ich hatte so einen Schwabbelbauch und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und das ist gar nicht so schwierig. Also gut, man braucht ein bisschen Zeit, im Berufsleben ist es nicht so einfach. Aber ich gehe jetzt echt 4 bis 5 Mal die Woche schön trainieren und das ist super, das ist absolut fantastisch. Naja, und es ist so wichtig, Krafttraining zu machen, weil, wenn man das nicht macht, das war anstrengend hier. Na, mal kurz Pause. So. Weil, wenn man das nicht macht und man ein Kaloriendefizit macht, um seinen Speck wegzukriegen, dann verliert man zuallererst Muskeln, weil der Körper immer zuerst Muskeln aufbaut und danach das Fett. Das heißt, man sieht auf der Waage so, oh ja cool, ich habe 3 Kilo verloren. Aber eigentlich hat man nur Muskelmasse verloren. Und die Muskelmasse ist das Wichtigste, um das Fett zu verbrennen. Das heißt also, wenn man dünner werden möchte, dann muss man zumindest seine Muskeln halten, wenn nicht wachsen lassen. Also man wird sogar erstmal schwerer, aber hat dann viel mehr Substanz, um Fett zu verbrennen. So, und deswegen gehe ich halt ins Gym. Heute ist Beintag, wie ihr schon gesehen habt. Es gibt halt nur Beine. Da hat man ein zielgerichtetes Training für die Muskeln macht. Einen anderen Tag habe ich Brust und einen anderen Tag habe ich Rücken. So. Und dann ist das Ding abgedeckt. Und jeder Muskel ist angestrengt, wächst bzw. wird erhalten. Und gleichzeitig verliere ich meinen wabbeligen Bauch. So, weiter geht's. Boah, ja, fett. 1 Stunde Vollpower. Und alles für Alessandra. Echt 1 Stunde Vollgas gegeben, macht aber Spaß wie immer. So, und jetzt gehen wir noch einkaufen und dann wieder ab zur Mali. Ab nach Hause, die wartet bestimmt schon. Ja, die Supermärkte sind ja eigentlich ganz gut sortiert. Also wenn man durch Südamerika reist und andere Supermärkte in Argentinien oder in Chile gesehen hat, dann sieht man, dass man hier in Paraguay eigentlich so ziemlich alles kriegt, was das Herz begehrt. Klar, gut, wenn man jetzt ganz ausgefallene Wünsche hat für irgendwelche super, weiß ich was, ausgefallene Ernährung oder wie auch immer, dann ist das schwierig. Aber so viel Auswahl zum Beispiel an Olivenöl, also in anderen Ländern in Südamerika schier nicht möglich. Ja, was brauche ich denn? Gut, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wir quatschen später. Ich muss mich jetzt aufs Einkaufen konzentrieren. Bis gleich.
Gut, man muss natürlich auch gut essen dazu und das ist eine der Sachen, die so cool ist hier in Paraguay, in Bolivien, Peru, also überhaupt in Südamerika. Das hier ist eine Avocado und nicht so ein kleines Schrottding, was steinhart ist oder total matschig aus dem Supermarkt, sondern eine richtig schöne, ich glaube, die heißen brasilianische Avocado. Und die sind so fleischig und so lecker und es ist hier total normal, wir haben es in Peru kennengelernt, dass man einfach mal nur eine Avocado isst. Also nicht ein Guacamole, nicht irgendwie klein gesmashed, nicht gar nichts, sondern einfach nur die Avocado aufschneiden, das Fleisch rausholen. Ups, da Leute, ist schon der Kern. Ein bisschen salzen und das war's dann auch schon. Ja, also mehr muss man da gar nicht machen. Und das ist wirklich ein absoluter Traum. Also sowas wie das hier gibt's in Europa nicht. Wenn man hier in den Laden kommt, wo es Früchte gibt, ein bisschen Salz, ist natürlich ganz geil. So, wenn man hier in den Laden kommt, wo es Früchte gibt, dann kann man wirklich sagen, gib mir mal eine Avocado, die ich heute essen kann. Und dann kriegst du eine Avocado, die du heute essen kannst. Super geschmackvoll, super gesund. Nicht so wie in Europa, wo wir die oben auf den Kühlschrank legen und wir dann sozusagen eine harte Avocado kaufen und diese harte Avocado dann in der Hoffnung hegen und pflegen, dass die vielleicht mal in 4 Wochen dann sozusagen weich und essbar ist für ein Guacamole oder wie auch immer. Und meistens ist er ja danach dann auch schon faulig. Das bedeutet, hier ist das nicht so. Hier kann man wirklich sagen, ich gehe in den Laden rein, suche mir die aus nach dem Härtegrad, wie sie gerade ist und kann die einfach sofort essen. Und sie ist immer, immer lecker und es ist total super Avocado-Fleisch. Ja, mein einziges Essen heute, Avocado. Zumindest am Mittag. Heute Nachmittag gibt es was anderes. Ja, natürlich nutze ich die Zeit hier und sitze am PC. Ich möchte da vorankommen und wenn wir später im Bus sind, dann möchte ich nicht durchgehend am PC sitzen. Also mache ich es lieber jetzt. Außerdem, hey Leute, draußen sind 37 Grad. Das macht weder ich mit, das macht auch nicht der PC mit, der überhitzt komplett. Der kannst du überhaupt gar keine Aufgaben aufhalsen. Ja, insofern bin ich schon ganz froh, dass ich jetzt hier bin und dass ich einen klimatisierten Raum habe. Also, ohne das wäre es jetzt derzeit wirklich nicht aushaltbar. Ja, lobend über Paraguay muss man ja mal sagen, wir haben hier eine 300 Mbit-Leitung. Wir laden mit 300 Mbit down und wir laden auch hoch mit 300 Mbit. Das ist zum Arbeiten absolut fantastisch. Also, wenn wir ein Video hochladen, die sind ja meistens in 4K, dann brauche ich hier manchmal 3 bis 5 Minuten, ja, also und mit meinem Starlink jetzt sind wir da zeitweilig 1,5 Stunden dran und das fanden wir schon schnell. Also das ist richtig cool hier. Außerdem habe ich hier Ruhe. Hier kommt nicht einfach so jemand vorbei, hier kann ich in Ruhe mich auf meine Projekte konzentrieren. Hier habe ich einen Garten, wo ich draußen mal in der frischen Luft sein kann. Und das Allergeilste ist, hier gibt's Abkühlung. Und wenn mir hier drin so richtig heiß wird und ich mal gar keine Lust mehr auf diese blöde Kiste habe, dann gehe ich dahin. Ja, und das ist in Paraguay so unglaublich nötig. Also bei der Temperatur brauchst du einen Pool. Und ich bin Stefan so unglaublich dankbar, dass ich den benutzen darf. Oh, fantastisch. Und denn die Aussicht, das ist unglaublich. Also ganz im Ernst, hier am Ende von dem Pool zu liegen und in die Berge zu gucken, das ist schon sehr einzigartig. Und man muss ja immer bedenken, ja, meine Lieben, so, man muss ja immer bedenken, bei 37 Grad ist es schon nicht schlecht, eine Abkühlung zu haben. Das hat vorhin mal kurz so getan, als ob es gewittert, aber es hat auch wirklich nur so getan. Und das war es dann auch. Und jetzt ist halt wieder Schweine heiß. Ist ein sehr schöner Ort hier in Melgarejo, ein richtig kleines Paradies, auf jeden Fall sehr ruhig, ein bisschen abgelegen und wo man auch einfach mal seine Gedanken baumeln lassen kann und ja, wie soll ich sagen, ein bisschen runterkommen, das war auch das Ziel der ganzen Aktion. Wir hatten ja nur wirklich, wir waren ja nur wirklich fertig, also als wir ankamen und das hat sich jetzt erübrigt, das geht mir viel besser. Alessandra ist auch wieder fit und jetzt sind wir wieder bereit für neue Schandtaten. So, ich tauche jetzt hier noch eine Weile ab. Das ist echt geil.
Ja, das war eine schöne Abkühlung. Oh, total nötig. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich eine richtige Abkühlung, weil es donnert. Also es sieht so aus, da ist total dunkel. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt was runter, weil es ist echt unaushaltsam. Es sind die letzten Tage, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier hinter mir das Gras, das ist total braun. Ja, also für Paraguay, naja, also normalerweise ist hier feucht, ne? Und die letzten Tage ist sehr heiß. Ich habe gerade Nachrichten gelesen, dass jetzt diese Woche wohl Paraguay das heißeste Land der Welt ist. Ja? Wenn man merkt. Ja. Ja, ich würde total gern noch was am Bus machen, kann ich aber nicht machen, weil die Ersatzteile bei Alessandra sind. Ehe die nicht wieder hier ist oder die Ersatzteile nicht wieder da sind oder mit ihr da sind oder wie auch immer, kann ich halt nicht loslegen. Und Alessandra ist aber auch voll fleißig. Also ich bin ja hier am Rackern am Computer und Alessandra hat einen neuen Job, die ist jetzt Produkttester. Die geht da drin total auf. Ja, und unser Partner Engui, das ist ein Hersteller von E-Bikes, also von richtig coolen E-Bikes, die haben uns ein Fahrrad geschickt und Alessandra testet das Ding. Die hat den ganzen Clip allein gedreht, das ist richtig cool geworden. Schaut euch das mal an. Viel Spaß dabei. Wie du sicher weißt, bin ich seit ein paar Wochen in Italien. Endlich scheint mal die Sonne und ich kann unser neues faltbares E-Bike testen. Hier in der flachen Po-Ebene ist ein E-Bike ein absoluter Traum. Man ist schnell unterwegs, ohne das nervige Motorengeräusch. Das EP2 Boost verfügt über einen 250 Watt Motor und einen Leistungssensor, der die Pedalumdrehungen und die aktuelle Leistung anzeigt. Die jeweilige Unterstützungsstufe lässt sich bequemer per Knopfdruck einstellen. Es gibt 5 Unterstützungsstufen. Mit Stufe 2 erreicht man schnell 15 km pro Stunde und auf Stufe 5 bist du mit bis zu 25 km pro Stunde unterwegs. Das Engui EP2 Bus reagiert auch auf unebenem Gelände sehr gut und Stöße werden von der Federgabel gut abgefedert. Der elektrische Schub setzt sanft und präzise ein, sobald man kräftig in die Pedale tritt. Was mir positiv auffällt, der Sattel ist wirklich sehr bequem. Ebenfalls positiv ist der Boost-Knopf, der dich für 2 Sekunden sogar schneller als 25 km pro Stunde fahren lässt. Das ist besonders praktisch beim Überqueren stark befahrenen Kreuzungen oder für zusätzliche Unterstützung an Steigungen und wenn man mal überholen möchte. Das Engui EP2 Boost ist ein kompaktes E-Bike, das sowohl im Stadtverkehr als auch auf unebenem Gelände mühelos zurechtkommt. Der Akku ist in 6,5 Stunden vollständig geladen und die Reichweite beträgt laut Herstellerangaben 100 km, abhängig von der gewählten Unterstützungsstufe. Besonders praktisch ist die Faltfunktion, die es ideal für Reisende wie uns macht. Es lässt sich problemlos im Auto, Wohnmobil oder wo immer du möchtest verstauen. Das Faltsystem ist praktisch. Lenker und Rahmen sind mit Schlössern versehen, sodass sich das E-Bike kinderleicht öffnen lässt. Negativ fällt mir nur eins auf, aber das ist bei E-Bikes wohl auch normal. Das Fahrrad wiegt 30 Kilogramm und wenn du, wie ich, nicht so groß bist, brauchst du etwas Übung, um es problemlos zusammenzufalten. Es ist etwas schwer, aber nicht unmöglich. Ein Fett-E-Bike zu einem fairen Preis. In der Beschreibung findest du einen Link zu detaillierteren technischen Daten. Falls du dich für den Kauf entschieden hast, aber keine Erfahrung mit der Montage hast, keine Sorge. Das Produkt wird größtenteils vermontiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Ich muss schon sagen, dass ich sehr viel Spaß hier in Italien habe. Zurzeit kann ich ständig neue Produkte testen. Das ist lustig. Aber ich freue mich sehr darauf, wieder nach Südamerika zu kommen. Und dann geht unser Abenteuer endlich weiter. In ein paar Tagen geht mein Flug nach Paraguay. So, bis bald. Ja,
Ja, guck mal, wer da ist. Und Nico ist ja nur wirklich derjenige, der hier alles kennt. Weil wie lange bist du hier? 30 Jahre? 30, 35? 30. 30 Jahre. Und da hast du natürlich viel mehr Einblick. Naja, wir gehen jetzt zu einer Heilerin, weil wer viel am Computer sitzt und mit seinem Rücken so quält, der kriegt leicht Hexenschuss ja nicht gleich, aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen, mein Rücken ist so ein bisschen zu, kann man sagen. Und wir gehen jetzt zu einer Frau, die ist die Guarani? Sie spricht nicht gerne Spanisch. Also sie spricht nicht gerne Spanisch, sie ist wohl Guarani. Und das heißt, es ist eine richtige Schamanin sozusagen und eine Heilerin, sagen wir Heilerin. Und da gehen wir jetzt hin und gucken mal, ob das was bringt. Er wird jetzt der Kameramann. Ich übergebe. Ich hoffe, dass er sie überreden kann. Dann könnt ihr nämlich dabei sein und gucken, was da passiert. Die Heilerin hat mir Nico empfohlen. Und ich werde überhaupt nicht warm gemacht, sondern die geht gleich direkt an die Stelle, die wehtut, und drückt die mir mit einer völligen Wucht nach oben raus. Man merkt aber gleich beim ersten Mal, dass sich da was gelöst hat. Also ich bin wirklich gespannt, wie ich mich danach fühle. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mich zu früh gefreut. Ganz so sanft geht's nicht bis zum Ende weiter. Also das war echt richtig krass. Das war richtig heftiger Schmerz an den Beinen. Also ich habe, oh mein Gott, also ich habe gedacht, ein drittes Mal, also das hätte ich nicht nochmal ausgehalten am rechten Bein. Also ich war schon kurz davor loszuschreien. Aber ich fühle mich viel besser, mein Rücken ist viel befreiter. Obenrum ist alles ganz locker. Unten habe ich das ein ganz klein bisschen, aber auch das wird sich regeln. Und sowas ist mir viel lieber als dieses stetige, nehmen Sie Ibuprofen, nehmen Sie Omeprazol, damit Ihr Bauch das aushält, das Ibuprofen. Und dann kommen Sie bitte alle 2 Tage zur sanften Massage und wir machen Ayurveda-Bäder. Das ist nicht das, was ich suche, sondern ich möchte eine schnelle Heilung und einen direkten Effekt. Und da muss man halt mal die Rosskur machen. Oh, die war echt super, da gehe ich öfter hin. Danke für den Tipp, mein Lieber. Ja. Echt cool. Am Abend finde ich in Melgarejo mitten in der Stadt etwas Kurioses. Eine Cocktailbar für Autofahrer. Man hält an, trinkt Jägermeister und fährt weiter. So etwas gibt es wirklich nur in Paraguay. Paraguay hat seinen ganz eigenen Rhythmus. Es ist der perfekte Ort, um wieder zu sich selbst zu finden. Ich bin gekommen als nervliches Wrack. Den Zugang zu mir selbst hatte ich komplett verloren. Hier kommt die Ruhe zurück, die Liebe, die Dankbarkeit. Wer dauerhaft im Flucht- bzw. im Stressmodus lebt, verliert den Sinn für das Wesentliche. Unser Körper schreit nach Veränderung und doch zwingen wir uns weiterzumachen. Stress ist ja im Grunde nichts anderes als die Kraft, die man braucht, um sich an eine Situation zu adaptieren, die einen selbst überfordert. All die Dinge, die mir gefehlt haben, all die Dinge, die ich in den letzten Monaten vernachlässigt hatte, konnte ich hier wieder finden. Gesundes Essen und Sport machen so viel aus. Und doch vergessen wir es zu oft im Alltag. Der Job, die Aufgaben und der größte Feind der Freiheit, der Trott, übernehmen die Kontrolle. Unser Kopf ist mit Nachrichten und Multimedia so vollgestopft, dass wir vergessen zu leben. Hier in Paraguay habe ich das Leben wiedergefunden. Und auch meine Träume.
freue mich so sehr darauf, wenn Alessandra endlich wiederkommt und unser Amazonas-Abenteuer beginnt. Ich träume von der unendlichen Weite, dem nicht endenden Grün und den wilden Tieren. Werden wir endlich unseren ersten Jaguar sehen? Ich freue mich sogar auf die Pannen und die Probleme, die mit Sicherheit kommen werden. Wir sind ja nicht ohne Grund in Südamerika. Ich hatte den Grund nur unter all dem Stress vergessen. Und jetzt weiß ich ihn wieder. Es ist das Leben. Und das Ziel, es zu einem großen, bunten Abenteuer zu machen. Auf uns wartet der Urwald. Mit unserem VW-Bus einmal von Süd nach Nord durch den Amazonas-Regenwald. Episch. Das gibt was zu erzählen am Lagerfeuer. Und genau das ist es, was für uns zurückblickend das Leben ausmacht. Den Reichtum in unseren Herzen, die Erinnerungen, das kann uns niemand mehr nehmen. Das bleibt für immer und begleitet uns im Alter. Vielleicht schreiben wir mal ein Buch darüber. Vielleicht bleibt es einfach nur in unseren Träumen. Mit Sicherheit ist es ein Teil des Abenteuers unseres Lebens. Ihr seid natürlich live dabei. Begleitet uns auf einem verrückten Abenteuer durch den Amazonas bis zur Karibik. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten Monate. Wir freuen uns auf die Planung. Wir freuen uns, euch mitzunehmen. Für heute ist Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.